Ich bin hier mit einer Botschaft für dich, nämlich Gottes Vertrauen. Egal, was gerade geschieht in deinem Leben, egal, wo du dich jetzt befindest. Ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, du kannst und du musst sogar Gott vertrauen. Weil nur dann wirst du dich auch trauen, ihm nachzufolgen. In eine komplette Gehorsamkeit gehen. Und vieles, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, später macht es ja einen Sinn, weil er ist ja allwissend, er ist außerhalb der Zeit, er sieht alles außerhalb und er hat einen Plan für dein Leben und er kennt sich am besten aus, was für dich am besten ist. Und später, ein paar Jahre später, jetzt wenn ich zurückblicke, auf mein Leben zurück, macht vieles Sinn. Jetzt denke ich mir, oh, das war genial, was für ein toller Plan, was hat Gott gemacht? Und ein Beispiel. Früher, vor vielen Jahren, habe ich gearbeitet in einem kleinen Laden, wo es so verschiedene Sachen gegeben hat zum Kaufen, alles Mögliche. Und ich habe dort die Kundenberatung gemacht. In diesem Laden hat es dann angefangen, dass immer mehr esoterische Sachen gekommen sind. Also Aurasprays, Amulettenketten, alles Sachen, wo Menschen Halt gesucht haben für ihr Leben. Halt, Geborgenheit, Liebe. Und eines Tages bin ich reingekommen. Ich bin immer früher gekommen, weil ich wollte ein bisschen Zeit mit Gott verbringen, bevor die Arbeit beginnt. Und ich habe dort meine Bibel gelesen und ein kleines Gebet gemacht. Und ich habe mich herumgeschaut und es wurde immer mehr und mehr. Und ich habe das nicht mehr ausgehalten, habe meine Augen zugemacht und dann habe ich gebeten. Meine Frage an Gott war, ob er überhaupt noch will, dass ich dort arbeite und wenn nicht, er soll mir ein Zeichen geben, dann höre ich sofort auf, dort zu arbeiten. Und ich habe das ehrlich gemeint, vom ganzen Herzen. Ich war bereit, diese Arbeit aufzugeben. Und natürlich auch mit der Hoffnung, dass dann Gott mich in eine andere Arbeitssituation bringt, andere Türen aufmacht, damit ich auch diese Möglichkeit habe. Ich habe mir nicht leisten können, ohne eine Arbeit oder ohne einen Zahltag zu bleiben. Ich habe auch 2 Kinder, die ich ernähren muss. Und in meinem Gebet war auch ein bisschen so Herzschmerzen für all die Menschen, die Geborgenheit, Liebe suchen. Und ich habe auch gesagt, Gott, hier kommen ja Menschen und sie suchen nach Halt, sie suchen nach Kraft, Geborgenheit, Schutz. Sie könnten all das haben in dir. Sie suchen das alles außerhalb von dir und kaufen ja so teures Schnickschnack und Blödsinn. Und es ist falsch und was soll ich machen? Willst du überhaupt, dass ich hier bleibe? Gebet vorbei und ich muss noch dazu sagen, ich habe sehr gern dort gearbeitet. Mit Menschen. Also es hat mir viel Freude gemacht und es war eine Arbeit, die ist mir sehr leicht von der Hand gegangen und ich habe trotzdem noch viel Zeit für meine Kinder gehabt. Deswegen eigentlich wollte ich ganz tief in mir drinnen, wollte ich schon noch dort bleiben. Aber wenn Gott gesagt hätte, ich soll gehen, wäre ich gegangen. Und Gott sieht in die Herzen hinein, er sieht die Herzen und er hat das gewusst, dass ich das ernst meine und dass ich da bereit war. Eine Woche ist vergangen, 2. Woche ist vergangen und ist nichts passiert. Und ich glaube, es war nach 3 Wochen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das nach 2 oder nach 3 Wochen, eines Tages komme ich hinein, wieder früher, so wie immer. Und dann habe ich gesehen, neue Lieferungen. Was ist heute jetzt gekommen? Ich war so richtig gespannt. Und plötzlich war es eine riesen Schachtel und das hat auch immer Spaß gemacht, dieses Unboxing, diese neuen Sachen, die gekommen sind. Ja, welche Sachen haben wir wieder neu? Was ist jetzt neu dazugekommen?
Ja, ich war immer die Erste, die es gesehen hat. Das war so spannend und das habe ich gern gemacht. Und jetzt auch wieder habe ich angefangen, die Box aufzuschneiden und ich mache die Schachtel auf und ich habe meinen Augen, es ist so verrückt, also ich werde richtig emotional, wenn ich wieder dran denke, was drinnen war in der Schachtel. Ich mache diese Schachtel auf und diese Schachtel war, und das muss man sich noch geben, weil ich habe gesagt, in diesem Laden ist hier nichts von dir. Und dann mache ich die Schachtel auf und die Schachtel war voller Bibeln, Kinderbibel, Neue Testamente, so kleine zum Mitnehmen, Kreuzanhänger, kleine Gebetskarten, Bibelverse, so ausgeschnitten und laminiert, so zum Mitnehmen. Alle Sachen von Gott. Und dann habe ich mir gedacht, Gott hat mich gehört. Er hat alles gehört, alles, jedes Wort, alles. Und es war nicht einmal ein lautes Gebet, es war ein Gebet im Kopf. Und ja, so wie Hannah im Alten Testament. Sie hat auch nur in ihren Gedanken gebeten und hat sich den Samuel erbeten und Gott hat sie gehört. Und ja, sowas war in dem Moment auch bei mir. Das war so eine unglaubliche Erfahrung. Ich war so erstaunt. Ich habe mich so gefreut über die Sachen. Ich habe sie dann gleich sofort alle eingeräumt und sortiert. Ich habe dann auch viele Sachen selbst gekauft. Und ja, das war der Anfang einer sehr spannenden Reise mit Gott. Ich erzähle dir gerne morgen weiter, was alles geschah und was alles passiert ist. Das ist wie ein Roman. Gott ist so spannend, Gott ist nicht langweilig. Wenn du dich entscheidest, mit Gott zu gehen, er wird dich sowas von überraschen. Unglaublich. Er macht genau alles so, wie du dir das nicht erwartet hättest. Ja. Also ich kann nur noch abschließen mit diesen Worten: Vertrau auf Gott, lass dich auf das ein von ganzem Herzen. Gott will dir nichts Böses, es werden böse Sachen natürlich passieren, aber nicht wegen Gott, sondern weil diese Welt ist nicht perfekt. Aber in wessen Hände kannst du dich am besten aufgehoben fühlen, wenn nicht in die Hände von Gott? Warum würdest du das nicht machen wollen? Also, ich verabschiede mich, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Gott segne dich. Tschüss.